Hast du dich schon einmal gefragt, warum in der abstrakten Acrylmalerei Farbschicht für Farbschicht aufgetragen wird, obwohl am Ende vieles davon gar nicht mehr sichtbar ist? Hallo, ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Ich nehme dich heute in den Entstehungsprozess meines neuesten Gemäldes mit und ich zeige dir, warum gerade diese verborgenen Schichten meinem fertigen Gemälde Tiefe und Charakter geben. Ich arbeite jetzt mit einem Ölfarbstift, einem sogenannten Oilstick, und diese leuchtend orangefarbenen Flächen setzen für mich erstmal einen sehr starken Kontrast zu dem Blau. Ob die später noch zu sehen sind oder ob sie unter den nächsten Schichten verschwinden, das kann ich tatsächlich jetzt noch gar nicht sagen. Aber genau dieses Ungewisse macht für mich in der abstrakten Acrylmalerei den Reiz aus. Für meine nächste Schicht verwende ich jetzt etwas, das man in einem Atelier vielleicht nicht unbedingt erwartet. Es ist die Luftpolsterfolie und ich verwende sie, um Strukturen zu erschaffen, die ich niemals exakt planen könnte. Denn die Acrylfarbe wird nur an den erhabenen Stellen übertragen. Dazwischen bleiben kleine Durchblicke erhalten und durch das Drehen meiner Leinwand verteilt sich das Muster immer wieder neu. Ich liebe diesen Prozess aus bewusster Entscheidung und Zufall. Ich habe mich dafür entschieden, die Linien in weiß zu machen, und bei den Abdrücken der Luftpolsterfolie habe ich mich auch für die Farben entschieden, aber wie die Abdrücke aussehen, das entscheidet sich zufällig. Das Geräusch beim Lösen der Luftpolsterfolie verrät schon, dass hier richtig was passiert. Denn die Farbe verbindet sich kurz mit der Oberfläche, trocknet kurz an, löst sich wieder und hinterlässt einfach eine neue Spur. Ich glaube, ich brauche eine neue Tube Olivgrün. Mit dieser bewussten Entscheidung, zur Glättkelle zu greifen, verändert sich jetzt die Richtung meines Bildes. Bislang habe ich neue Farben und Strukturen hinzugefügt. Jetzt verdecke ich wieder etwas. Doch die Schichten müssen nicht unbedingt sichtbar bleiben, um ihre Wirkung zu entfalten. Und vielleicht ist das genau der schwierigste Moment beim Arbeiten in Schichten. Etwas wieder loszulassen, das gerade erst entstanden ist. Wie viel Mut braucht es, eine sichtbare Schicht, die einem dazu noch gefällt, wieder loszulassen? Nach meiner ersten Rakelschicht verändere ich die Oberfläche erneut. Und zwar kratze ich mit der metallischen Kante meiner kleinen Rakel ganz vorsichtig in die noch nasse Oberfläche. Ich mache das ganz bewusst mit viel Gefühl, weil ich meine Leinwand nicht beschädigen möchte. Ich möchte gerne meine geschlossene Fläche wieder etwas öffnen, um den darunterliegenden Schichten erneut etwas Raum zu geben. Für mich hat das etwas Meditatives, denn diese Arbeit ist ein stiller Dialog zwischen meiner Entscheidung und dem, was mir das Material zurückgibt. Die kleinen Kratzer, die zurückbleiben, geben der nächsten Schicht eine neue Struktur. Mit diesem Farbauftrag wage ich jetzt einen sehr starken Farbkontrast.
Auf das helle Olivgrün folgt jetzt das permanent Rot-Violett. Das sind zwei Farben, die zusammen schnell ganz anders reagieren können, als man das erwartet. Ich hatte gehofft, dass die Kratzer in der vorherigen Schicht dafür sorgen, dass sich die beiden Farben nicht vollständig verbinden, sondern dass die darunterliegende Ebene auch noch weiterhin sichtbar bleibt. Und genau das ist auch passiert. Als nächste Farbschicht wähle ich ein Hellrosa und im Gegensatz zu dem kräftigen permanent Rot-Violett wirkt diese Farbe ruhiger und sie verbindet die bisherigen Kontraste miteinander. Besonders schön finde ich jetzt, dass neben den Inseln auch die Farbschlieren auftauchen und sich tatsächlich auch das Olivgrün mit dem Rosa verbindet. Und der vorherige intensive Kontrast wird damit sehr harmonisch. Während ich diese letzte Farbschicht auftrage, denke ich an die vielen Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe. Und mir wird dabei sehr bewusst, dass ein Bild nicht nur aus den Schichten besteht, die am Ende sichtbar bleiben, sondern dass auch die verborgenen Ebenen dazu beigetragen haben, was am Ende entsteht. An diesem Punkt entscheide ich mich dann bewusst, nicht weiter einzugreifen. Jede weitere Schicht würde das Bild wieder in eine neue Richtung verändern und für mich fühlt es sich so an, als hätte die Komposition ihren richtigen Moment erreicht. Sie darf jetzt so bleiben. Und auch die Entscheidung aufzuhören erfordert Mut. Wenn ich jetzt über das fertige Bild fahre, entdecke ich all die Spuren des Entstehungsprozesses wieder. Einige Schichten sind sehr deutlich sichtbar geblieben, andere zeigen sich nur noch in kleinen Durchblicken und ein paar Strukturen. Genau diese Verbindung aus sichtbaren und verborgenen Ebenen macht für mich den Reiz eines abstrakten Acrylbildes aus. Jetzt möchte ich mit dir das fertige Gemälde noch einmal als Ganzes betrachten. Mich würde noch interessieren, bei welcher Entscheidung hättest du anders gehandelt als ich? Hättest du mehr von den vorherigen Schichten stehen lassen? Und wenn ja, welche? Und wenn du noch tiefer in meine Rakeltechnik eintauchen möchtest, findest du weitere Beispiele in meinem Buch Abstrakte Acrylbilder Schicht für Schicht. Den Link und alle Materialien findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank, dass du mich bei dem Malprozess zu diesem Bild begleitet hast. Ich freue mich darauf, wenn du bei meinem nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine kreative Zeit.